Wie ihr unschwer erkennen könnt, geht es dieses Mal um die Sonnenblume. Leider habe ich kein Sonnenblumenfeld entdeckt, sondern nur so eine kleine Ansammlung von Sonnenblumen. Einfach als Grünbeflachsung, um einen Ausgleich zu machen für die Insekten in der Felderwirtschaft. Und es ist relativ unromantisch. Ich befinde mich an einem der größten Kreisverkehre in unserem Dorf. Aber nichtsdestotrotz, sie steht hier vor sich hin und ist wunderschön. Auf jeden Fall, in diesem Video werde ich auf die Mythologie eingehen. Ich werde darauf eingehen, wie wir sie in der Küche benutzen können, die Sonnenblume. Ich werde darauf eingehen in der Naturkosmetik. Ich werde darauf eingehen, was sie früher für Heilkräfte hat und was man ihr vielleicht heute noch nachsagt. Ich muss euch direkt mal den Zahn ziehen. Es gibt in der griechischen Mythologie eine wunderschöne Geschichte, auf die ich gleich eingehe, auf die Sonnenblume. Aber das hat nichts mit der Sonnenblume zu tun, die wir so kennen. Und die kommt nämlich aus Südamerika. Und wie wir alle wissen, das kam erst nach rüber zu uns, nach Europa, mit der Entdeckung Kolumbus von Südamerika, Mittelamerika und Amerika. Jetzt aber mal erstmal zu der schönen Geschichte von der Sonnenblume in der griechischen Mythologie. Und zwar die Nymphe Clytia liebte den Sonnengott Apollo, aber er verschmähte sie. Er verschmähte sie für Leukotheo. Aus Kummer sitzt Clytia 9 Tage fastend auf einem nackten Felsen, blickt zur Sonne und dreht ihr Haupt zu ihr hin. So wie die Sonnenblumen das auch machen, Richtung Sonne sich zu drehen. Hier ist sie. Immer schön mit dem Köpfchen Richtung Sonne. Nun, es dauerte nicht lange und sie verwandelte sich in eine Blume. Und zwar in die Heliotropius. Und jetzt kommt die Verwechslung. Das ist eine europäische Sonnenwendeblume. Und zwar ist damit die Gruppe der Blumen gemeint, die sich halt mit dem Kopf in Richtung Sonne drehen. Nachdem dann die Sonnenblume nach Europa reingebracht wurde, wurde dann die griechische Mythologie immer wieder ganz gerne umgeschrieben und man gab es dieser Sonnenblume, die jetzt da hier reingebracht worden ist, praktisch die Geschichte drauf. Aber das ist natürlich Quatsch, ne? Griechenland, das alte antike Griechenland war halt viel früher. Aber auch die Inka und Azteken, für sie war das Sonnengott Inti, die Sonnenblume. Die Sonnenpriesterinnen trugen goldene Kronen und Pektorale in Form strahlender Sonnenblumenkörbe. In Europa war es dann die Ringelblume, anstatt die Sonnenblume ursprünglich. Die Sonnenblume ist schon seit über 4000 Jahren kultiviert. Und zwar sagt man, die indigenen Völker haben diese Sonnenblume lange vor den Mais kultiviert. Das finde ich sehr spannend. Und zwar hat man daraus Mehl gemacht, Samenmehl, Fladenbrote, Ölgewinnung und eine lila-schwarze Textilfarbe. Und die Spanier brachten dann die Blume mit und dann war sie erstmal 200 Jahre lang eine reine Zierpflanze. Also man hat sie in die tollen Gärten reingesetzt und hat damit angegeben, gesagt, ey, schaut mal, das haben wir mitgebracht. Sie konnten also gar nichts damit anfangen, erstmal die Europäer. So, und der Zar Peter der Große sah die Pflanze in Holland und brachte sie im frühen 18. Jahrhundert, also 1700 schieß mich tot, das muss man sich mal überlegen, also noch gar nicht so lange her, nach Russland. Und die russisch-orthodoxe Kirche verbot in der Fastenzeit alle Speisefette. Da die Sonnenblume aber neu war, man sie nicht kannte, stand sie nicht auf der Fastenverbotsliste. Juhu! Und damit fing ein riesiger Boom an, die Sonnenblume anzubauen. Und heute noch ist die Ukraine eine der größten Anbaugebiete für die Sonnenblume und für unser Sonnenblumenöl. Und beim Start des Ukraine-Kriegs fing das hier bei uns in der Gegend an, dass pfiffige Bauern ganze Sonnenblumenfelder gemacht haben. Aber es hat sich scheinbar doch nicht so gerechnet. Deswegen sitze ich jetzt halt hier an diesem Kreisverkehr und bin ganz froh, dass ich doch mehr als eine Sonnenblume gefunden habe. In der Kunst taucht die Sonnenblume auch immer auf. Zum Beispiel Vincent van Gogh hat diese berühmte Sonnenblume in der Blumenvase gemalt. Das kennt ihr sicherlich. Und zwar ist dieses Bild entstanden als Begrüßung von Paul Gauguin, mit dem er ja einige Zeit zusammen eine WG hatte, die ja echt übel ausging, im Gelben Haus. Also das berühmte Bild mit den Sonnenblumen in der Vase kennt ihr sicherlich auch. Klimt hat es auch gemalt, und zwar in der Monumentale, menschenähnliche Sonnenblumen im Bauerngarten. Und Antonius von Dyck hat ein Selbstporträt mit der Sonnenblume, 1633, also zu dem Zeitpunkt, als es ja noch eine reine Zierpflanze war. Und zwar sollte das Zeichen als royale Treue zum König
so wie die Blume dem Sonnenkönig folgt. So, jetzt genügend Geschichte und Mythologie und so weiter. Jetzt gehen wir mal in die Heilkunde, in die Volksmedizin. Also früher, ich fange jetzt mal an, was man früher gemacht hat, die Blütenblätter hier, diese Blütenblätter, hat man Tee gemacht gegen Wechselfieber, Malaria, Grippe, Bronchitis, Umschläge bei Geschwüren und Wunden. Dann das kaltgepresste Öl, Schmiermittel für Gelenkschmerzen, Wunden, Brandblasen. Also es hat echt viel gemacht. Die Samen und die Keimlinge, die waren bei Nierensteinen und Harngrieß und Hustenmilch. So, und Blätter und Kraut, Umschläge bei Schlangenbissen und Insektenstichen. Was heute wissenschaftlich belegt ist, sind die Flavonide, die da drin sind, die Bitterstoffe. Das ist schweißtreibend, Fiebersenken, Appetit anregen und offizielle Schmuckdroge in Teemischungen. Juhu, also damit es ein bisschen schöner aussieht. So, dann hat es eine hohe Linolsäure, Omega-6. 48-74%, also ziemlich gesund auch zu essen. Das aktiviert den PPAR und die Rezeptoren, stimuliert die Keramidsynthese und schützt vor frühgeborenen Haut. So, dann haben wir dann jetzt wird es wieder kompliziert, ihr wisst, ich kann das immer nicht so aussprechen, Alpha-Tocopherol, das ist Vitamin E. Auch sehr, sehr viel da drin. Und das ist unser stärkster Radikalfänger und schützt vor LED und Oxidation. Und die Phototerine senken aktiv den Cholesterinspiegel. Okay, dann soll ich dann vielleicht doch mal wieder auf Sonnenblumenöl übersteigen. Aber wir reden hier wahrscheinlich vom kaltgepressten. Jetzt gehen wir mal in die verschiedenen, habe ich ja gerade schon gesagt, Pressstufen. Da haben wir einmal das native Öl, das ist das kaltgepresste Öl. Das ist so gelb-golden, es hat ja, es ist unheimlich nussig im Geschmack, reich an Vitamin E. Darf man niemals stark erhitzen, macht das niemals. Ne? Also der Rauchpunkt ist unter 107 Grad, da sind ungesättigte Fettsäuren drin, ist nur für Salate, Rohkost, Vinaigrettes und Dips zu machen. So, dann haben wir das High Olegöl, das ist eine Spezialmischung. Es hat 80% stabile Ölsäuren, Omega-3 ist hitzestabil, bis 210 Grad schonendes Braten, Backen, Kochen, all solche Sachen. Dann die Kerne, die hier leider noch nicht zu sehen sind. Das ist unser Superfood. Kann man schön anrösten in der Pfanne, aber auch hier vorsichtig, ne, nicht zu heiß. Hat so ein nussiges Aroma, ist toll für Salate, Brot und Aufstrich. So, und die ungeschälten schwarzen Kerne, so 7 bis 10 Tage gezogen, haben eine hohe Dichte an Chlorophyll, Vitamin C, Zink und aktiven Enzymen. Die ganz jungen Blüten, also wenn die noch geschlossen sind, kann man 3 bis 5 Minuten in Salzwasser kochen und in Kräuterbutter schwenken. Ist fast so delikat wie die feinsten Artischockenherzen. So, okay, jetzt in die Naturkosmetik. Das interessiert euch ja auch immer viel, wird ja immer viel nachgeschaut. So, perfekt bei unreiner Haut, Akne, atopischer Dermatitis, Neurodermatitis und empfindlicher Babyhaut. Also dieses Öl verstopft keine Poren, sondern im Gegenteil. Dann hat es die DIY-Barriere-Serum, also 70% Bio-Sonnenöl, nativ natürlich, 25% Jojoba oder Nachtkerzenöl und 5% Hagebuttenkernöl plus 0,5% Vitamin E Acetat. Dort gebt ihr diese getrockneten Sonnenblumenlippen hinzu und lasst die da drin einwirken, so circa 4 Wochen. Dann habt ihr hinterher ein entzündungshemmendes Haut- und Gesichtsöl, also für ganze Akne-Geschichten. Jetzt für die Haare. Glättet, spröde Haarschuppenschicht. Splissschutz. Ideal für sanfte Öl-Cleansing-Methode. Also dafür könnt ihr das auch benutzen, das Öl, das Rezept, was ich euch gerade gesagt habe. Ja, ihr Lieben, das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, die Aufnahmequalität ist okay hier im Kreisverkehr. Vergesst nicht zu liken, folgen, abonnieren, teilen. Die nächsten Videos kommen bestimmt. Und Detlef hat auch schon wieder einiges vorproduziert in Sachen Küche. Es ist bald September, da werden wir ja traditionell mit dem Bumblebee, was da hinten steht, wieder ein bisschen in der Gegend rumreisen. Und der Herbst bietet natürlich noch einiges, was wir ernten können. Gesund und dran.